Ich bin die Nina Ausberger, ich bin 24 Jahre alt und ich spiele bei den Huskies jetzt schon seit 2012, also bei den Grazer Damen. Und mein Papa hat früher auch mal Eishockey gespielt, aber eher so im Hobbybereich. Und ich habe dann mit meinem Bruder gemeinsam angefangen, der spielt auch immer noch Eishockey. Und es war so, dass ich zuerst in einem Eislaufkurs angefangen habe. Also wenn man als Kind eben anfängt, wird man zuerst in den Eislaufkurs geschickt. Das war so mit 5 Jahren. Und nachdem ich eigentlich schon Eislaufen habe können, haben sie mich dann gleich gefragt, ob ich mal Eishockey ausprobieren will. Und da habe ich zuerst ein bisschen so Angst gehabt vor der Ausrüstung. Und dann aber habe ich es mal ausprobiert und seitdem hat es mir voll taugt. Ich habe, bis ich 16 Jahre alt war, immer mit den Burschen gespielt und da war das schon ein bisschen eine Herausforderung, weil ich da meistens das einzige Mädchen war, beziehungsweise waren wir zu zweit. Also das war schon immer, da hat man sich schon immer behaupten müssen als Mädel, aber sonst hat es keine großen Herausforderungen gegeben. Ich bin die Carina Kling, ich bin seit heuer die Obfrau der EC Graz Huskies und die Huskies sind entstanden aus den DEC Devils Graz. Die gibt es eigentlich schon seit 2008 oder sowas herum. Und letztes Jahr im Sommer haben wir die Umbenennung gestartet in EC Graz Huskies, einfach um eine neue Ära zu starten, sodass wir in allen 3 Ligen vertreten sind, in der DEBL 2, in der DEBL und in der EWL. Das Vorurteil, dass Eishockey kein Frauensport ist, glaube ich, immer da und das kennt jeder. Und oft, wenn man so erzählt, man spielt Eishockey, ist das halt immer, das kennen wir gar nicht und das haben wir noch gar nicht gehört. Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Und viele haben dann auch eben Vorurteile, dass alle Frauen, die Eishockey spielen, sehr maskulin ausschauen oder maskulin sind, aber das stimmt gar nicht und ich glaube, das ist eben wichtig, das auch zu zeigen. Dass das Frauen-Eishockey mehr populärer wird, ich glaube, es ist schwierig, aber es wird gut daran gearbeitet. Ich glaube, es müsste einfach mehr so an die Öffentlichkeit kommen, es müssten, weiß nicht, auch jetzt auf Social Media vielleicht mehr gezeigt werden, einfach, dass das mehr Leute kennenlernen. Und ich glaube, wenn das jeder Club vielleicht schaffen wird in Österreich, dann wäre das auch ein guter Schritt für die Entwicklung des Frauen-Eishockeys. Es müsste einfach viel mehr in den Medien vertreten sein. Ich glaube, dass die Zuschauer in die Halle kommen müssen, damit wir gesellschaftlich mehr anerkannt werden, weil dann würden sie sehen, dass es keine eigene Sportart ist, Frauen-Eishockey, sondern dass es einfach Eishockey ist. Mentale Vorbereitung ist schon sehr wichtig und vor allem, dass man sich einstellt, auch auf den Gegner. Nervosität kann auch hilfreich sein, weil es einfach zeigt, dass es einem wichtig ist und dass es nicht egal ist. Ich glaube, es ist einfach wichtig, das Frauen-Eishockey als auch eine coole Sportart anzusehen, dass man das ausprobiert, dass man mal zuschauen kommt und das unterstützt auch. Es wäre schön, eben, wenn mehr Mädels und mehr Frauen dann zum Eishockeyspielen anfangen.